Wir haben auf jeden Fall gefightet. Es ist der Tag nach dem Topspiel der Bundesliga gegen den FC Bayern München. Wie ihr seht, melden wir uns nicht aus Brakel wie sonst üblich, sondern vom Borsigplatz. Und damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Warum wir hier sind, dazu später mehr in dieser Sendung. Jetzt wollen wir aber den sportlichen Rückblick wagen auf dieses Topspiel am gestrigen Abend. War jetzt nicht so, dass wir das Ding, dass wir das Ding dominiert haben. Aber ich glaube, heute war das Glück nicht auf unserer Seite. Yeah, it's not good enough from me. I have to score more, and then on this level, if we don't put our chances, we will not win. Es war ein sehr offenes Spiel. Bayern ist momentan offensiv extrem stark, aber defensiv sehr offen. Es war fast klar, dass es ein Spiel in diese Richtung gehen wird, wo dann die Effektivität entscheidet. Wir haben leider viele wirklich gute Chancen nicht genutzt. It's this close that we get something out of the game, and now it's about time that we get this last step out of the team. So. Yeah, we have to work harder and to get the last percent, so we get as good as them. Wir haben auf jeden Fall gefightet und ja, am Ende gehen wir mit 0 Punkten nach Hause aus dem Spiel, das durchaus auch andersrum ausgehen kann, aber so ist Fußball. Me personally will go to national team, and after that one I will focus on the next game to win, try to win every game before Christmas. Das war gestern definitiv Werbung für den deutschen Fußball, wenn auch am Ende keine Punkte für Schwarz-Gelb zu Buche stehen. Das Topspiel gegen die Bayern war gleichzeitig auch der Abschluss der ersten intensiven Phase mit vielen englischen Wochen in dieser Saison. Deswegen gab es vom Trainerteam heute frei für die Mannschaft. 15 Nationalspieler sind schon auf dem Weg zu ihren Nationalmannschaften. Einige andere wie Marco Reus waren hier, haben sich individuell behandeln lassen. Ansonsten ist es hier in Brakel menschenleer. Damit wollen wir aus sportlicher Sicht den Deckel drauf machen auf diesen 7. Spieltag und uns jetzt einer besonderen Aktion unserer BVB-Fanabteilung widmen. Wie eingangs schon angekündigt, melden wir uns jetzt wieder vom Borsigplatz, der Geburtsstätte von Borussia Dortmund. Ein geschichtsträchtiger Ort mit ganz viel Tradition, der aber auch zum Nachdenken anregt. Vor allem, wenn man über einen der vielen Stolpersteine stolpert. Mehr als 300 solcher Stolpersteine gibt es im Dortmunder Stadtgebiet, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen, die in Dortmund lebten und wirkten. Die Sarah und die Conny sind heute hier in Dortmund unterwegs. Sarah, warum seid ihr denn hier und heute unterwegs in Dortmund? Nicht nur wir sind heute unterwegs, sondern um die 40 Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die Stolpersteine in Dortmund putzen, um die wieder zum Glänzen zu bringen. Zum 82. Jahrestag der Reichspogromnacht sorgen wir immer dafür, dass möglichst viele Steine in Dortmund wieder glänzen. Wir stehen hier in der Schlosserstraße 42. Hier wird von der Conny gerade ein ganz besonderer Stein geputzt. Welcher ist das? Genau, das ist der Stein für Heinrich Tscherkus. Heinrich Tscherkus war ab 1925 Platzwart des BVB und bekennender Kommunist und hat gegen das Regime gearbeitet letztlich. Und leider Gottes ist er kurz vor Kriegsende, Karfreitag 1945, mit etlichen anderen noch ermordet worden bei den Karfreitagmorden und im Romberg-Park verscharrt worden. Es macht ihr das nicht zum ersten Mal. Welche Botschaft wollt ihr damit auch nach außen transportieren? Also begonnen hat das Ganze für uns 2015. Da hat die Stadt mit der Aktion den Opfern einen Namen zurückgeben, damit begonnen. Da haben wir uns damals angeschlossen, weil wir auch vorher schon Sachen im Bereich Abführ für Rechts hatten wir das damals genannt, gemacht haben und uns dann da dieser Aktion angeschlossen haben. Aber wir wollten nicht, dass das eine einmalige Sache bleibt. Und seitdem machen wir das einfach, weil wir es wichtig finden. Und da einmal im Jahr, dass die Steine da wieder glänzen, machen ja auch viele andere, sich um die Steine zu kümmern. Die Naturfreunde zum Beispiel auch, die gehen immer im Kreuzviertel die Steine putzen. Es ist uns einfach wichtig, dass es keine einmalige Aktion ist, sondern die Steine immer wieder zum Glänzen gebracht werden. Dann legen wir auch immer eine Rose dann neben die Steine, und um das Ganze nicht vergessen zu lassen. Abschließend noch die Frage, wie viele Steine wollt ihr heute putzen? Habt ihr eine genaue Route geplant? Normalerweise haben wir immer Routen. Normalerweise putzen wir die Steine hier am Borsigplatz immer mit 30, 40, 50 Leuten alle zusammen und teilen uns dann in verschiedene Teams auf und putzen im gesamten Stadtgebiet. Das geht dieses Jahr natürlich wegen Corona nicht in der Form. Das heißt, wir sind immer nur in Zweierteams unterwegs, haben das individuell dann organisiert. Und trotzdem sind aber, ich würde sagen, von den 328 so um die 280 werden bestimmt heute geputzt. In Applerbeck, Hörde,
Hombruch, Lütgen, Dortmund, also wirklich über das ganze Stadtgebiet verteilt. Also ihr könnt euch natürlich auch an dieser Aktion beteiligen. Natürlich unter den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen. Geht raus, sucht einen Stein, putzt ihn, wenn er nicht sauber ist. Aber das Ganze könnt ihr natürlich das gesamte Jahr über machen. Diese Aktion ist ganzjährlich, nicht nur heute einzuordnen. Damit verabschieden wir uns vom Borsigplatz in die Länderspielpause und melden uns in 2 Wochen wieder nach dem Auswärtsspiel bei Hertha BSC.